beim Silicon Economy Coffee Break. In kurzen, knackigen 15 Minuten möchten wir gerne regelmäßig jetzt über unser Projekt berichten und das in so einer Coffee Break. Was es so Neues gibt, wie die Fortschritte im Projekt aussehen und dazu das vielleicht so ein bisschen im Moment auch auszugleichen, dass man vielleicht die Kollegen nicht so oft trifft und mit denen mal einen Plausch halten kann und sich so auf den neuesten Stand der Dinge bringen kann. Mein Name ist Ellen Sückler und ich bin im Silicon Economy Projekt verantwortlich und zuständig für Marketing und Kommunikation. Und ich habe mir gedacht, wir fangen am besten wahrscheinlich nochmal ganz vorne an, dass wir vielleicht auch diejenigen mitnehmen, die jetzt oder vorher noch nicht so mit der Vision und dem Projekt Silicon Economy konfrontiert waren oder davon gehört haben. Und deshalb habe ich mir heute auch meinen Kollegen Michael Schmidt eingeladen. Hallo. Der war nämlich von Anfang an quasi dabei. So fast. Und ist jetzt fachlicher Leiter des Projekts und verantwortlich auch für die Strategieentwicklung. Hallo Michael und schön, dass du heute da bist und dass ich dich etwas löchern darf. Ja, hallo. Also wie gesagt, Anregungen, Fragen, alles bitte in einem Besprechungschat teilen und stellen. Wir nehmen das dann auf und beantworten es gerne. Wichtigste Frage zuerst. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ich habe es ja gestern kurz auf LinkedIn schon gepostet und verraten. Stark und schwarz am liebsten. Okay, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt auch alle schon einen Kaffee am Start, sodass ihr jetzt das auch so ein bisschen genießen könnt, die kleine Coffee Break. Vielleicht so zum Anfang und zum Einstieg nochmal, wenn man jetzt Michael irgendwie so die Experten hört, dann ist irgendwie so der Tenor, okay, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle werden in den nächsten Jahren aus der Plattformökonomie kommen und wie muss denn so eine Plattformökonomie dann eigentlich beschaffen sein, damit insbesondere deutsche und europäische Unternehmen eigentlich und vor allem Logistikunternehmen überhaupt den Konzernen aus USA und China was entgegenzusetzen haben? Das ist schon mal vielleicht keine ganz so leichte Frage, aber ich versuche es mal kurz und knapp zusammenzufassen. Also zum einen ist es ja nicht nur so, dass in Zukunft die erfolgreichen Modelle aus der Plattformökonomie kommen oder auf der Basis von digitalen Plattformen eben erzielt werden, sondern dass es im Endeffekt, wenn wir einfach uns mal so umgucken, vor allem im B2C-Bereich in den letzten Jahren ja eigentlich so war, dass diejenigen Unternehmen, die eben digitale Plattformen angeboten haben oder ihr Geschäftsmodell ganz wesentlich darauf basiert haben, dass das die erfolgreichsten in der Vergangenheit waren. Also vielleicht nicht unbedingt, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht, aber zumindest was den Unternehmenswert angeht, sind dann doch die plattformorientierten Unternehmen deutlich erfolgreicher oder häufig sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen und tendenziell sehr stark gewachsen, vielleicht auch im Vergleich zu eher linearen, klassischen Geschäftsmodellen. Was sich unter anderem auch dadurch äußert, dass, wenn wir jetzt einmal in die Start-up-Welt gucken, dass da eben die Unicorns, also die Startups, die mehr als 1 Milliarde wert sind, ganz häufig irgendetwas mit Plattformökonomie zu tun haben, irgendeine digitale Plattform eben betreiben, an den Start bringen. Okay, und wenn wir uns jetzt so die deutschen und europäischen Unternehmen angucken, vielleicht darum nochmal ganz konkret, was braucht es, um irgendwie da überhaupt noch irgendwie Fuß zu fassen und vielleicht ist der Zug eventuell schon abgefahren? Also wenn man mal so anguckt, wie diese Unternehmen oder was rund um diese Unternehmen passiert, dann ist es ja so, dass im Bereich B2C schon sehr, sehr viel einfach passiert ist und sehr, sehr viel etabliert ist. Also wenn ich da nur so an Unternehmen wie Google, Amazon, Airbnb etc. denke, das ist sicherlich sehr stark amerikanisch dominiert, zumindest hier bei uns in Europa. In China sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus, da sind es vielleicht stärker die chinesischen Unternehmen. Aber was dort eigentlich immer passiert ist und was wir jetzt auch zunehmend im B2B-Bereich sehen, ist, dass zum einen sehr, sehr viel Geld investiert wird, also Venture Capital in Milliardenhöhe einfach in ganz kleine und ganz junge Unternehmen gepumpt wird, was dann wiederum genutzt wird, um die Technologie zu entwickeln, aber auch die Ökosysteme zu entwickeln dieser Unternehmen. Und zum anderen eben auch auf dieser Basis des Geldeinsatzes dann entsprechend monopolartige Strukturen entstehen. Das ist eigentlich alles das, was in Europa nicht besonders gut funktioniert. Also wir sehen hier, dass wirklich Milliardensummen in Startups investiert werden und monopolistische Strukturen sind eigentlich auch nicht das, was wir hier in Europa wollen. Das passt nicht und das ist auch nicht unser Ziel. Und von daher ist schon die Frage, wie wir das angehen wollen. Und unsere Antwort darauf ist eben, okay, wir wollen keine monopolistischen Strukturen, wir wollen föderale, dezentrale Strukturen, das heißt ein Nebeneinander von Plattformen. Und wir sagen auch eben,
dass wir ganz stark auf Open Source als Basiskomponenten, bei den Basiskomponenten, bei der technologischen Basis setzen wollen, weil wir sagen, wenn wir dann eben zusammenkommen und nicht vielleicht einmal eine große Summe, sondern häufig mal ein kleineres Investment machen in Form von Zeit oder Energie oder auch Kreativität, wie es dann eben im Bereich der Open Source dann eben vonstatten geht, dann ist das genau der Ansatz, den wir fahren wollen. Dezentral, föderalistisch, aber auch immer im Hintergrund das Thema Datensouveränität natürlich ganz wichtig. Okay. Also es ist letztendlich, wenn man es so ein bisschen abspeckt und zusammenfasst, ein Nebeneinander und Miteinander, anstatt irgendwie, dass jemand alleine es Sinn macht, da eine große Plattform auszuziehen. Genau. Vielleicht können wir dann jetzt auch so ein bisschen drüber gehen, was eigentlich sich so ein bisschen hinter der Vision der Silicon Economy sich verbirgt. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Und vielleicht erklärst du in dem Zusammenhang einfach nochmal den Begriff Silicon Economy. Was steckt eigentlich dahinter? Ja, also wenn man so über die Vision oder was Silicon Economy ist, nachdenkt, ich denke mal, das kann man vielleicht so zweigeteilt beantworten. Also zum einen so ein bisschen technischer und zum anderen so ein bisschen fachlicher. Und ich würde mal die Begriffsdefinition Silicon Economy so ein bisschen mit dem Fachlichen verbinden. Und zwar, ich habe es gerade schon angesprochen, also die B2C-Plattformen, die ganz maßgeblich eben aus dem Silicon Valley kommen und monopolistisch im Endeffekt organisiert sind und beziehungsweise zu solchen Strukturen führen. Daher haben wir das Silicon in der Silicon Economy genommen, eben als Analogie zu den Plattformen, die bereits sehr, sehr erfolgreich am Markt sind. Und das Economy kommt eben daher, dass wir sagen, okay, wir befassen uns hier mit der Logistik, wir befassen uns hier mit dem B2B-Bereich und nicht mit dem B2C-Bereich, das heißt nicht mit den Endkonsumenten, mit Privatleuten, sondern mit Unternehmen. Und das soll es eigentlich so ein bisschen zusammenbringen, also das Thema Plattformökonomie und B2B-Anwendungen. Also auf jeden Fall dezentral und föderal. Ja. Wenn wir darüber nachdenken, dass es ein bisschen ein Gegenentwurf auch zu den monopolistischen Plattformen sein soll, wie ist es dann möglich, diese Vision eigentlich tatsächlich zu verwirklichen und umzusetzen? Was ist deine und natürlich auch die Vision oder die Mission des Fraunhofer IML dahinter? Denn gerade hier ist ja das Ganze so entwickelt worden. Also vielleicht ein bisschen verbirgt sich hinter den Begriffen föderal, dezentral. Ja, also föderal und dezentral heißt natürlich ein Nebeneinander von Plattformen. Das heißt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht erstmal fachlich, was möchte ich damit erreichen? Also wir reden, wenn wir von der Silicon Economy reden, auch immer ein Stück weit über die Weiterentwicklung der Logistik. Das heißt, wenn wir über die Logistik nachdenken, wie die Logistik in Zukunft sein soll, dann stellen wir uns die Logistik als Supply Chain Ecosystems vor. Das heißt, autonome Lieferketten, in denen Smart Devices selbstständig verhandeln, in denen über Plattformen eben auch Leistungen gebucht werden, wo es Services gibt, die mir ermöglichen, beispielsweise einen Transport oder eine Lagerdienstleistung, aber auch einen Optimierungsdienst etc. zu buchen. Das steckt zum einen fachlich dahinter, da wollen wir hin, das Ganze natürlich in irgendeiner Form oder sehr häufig eben auch mit KI gestützt, dass wir sagen, okay, wir wollen die Dinge smart machen, wir wollen sie intelligent machen. Und dann ist eben die Frage, wie wir als IML dazu beitragen wollen. Das Dezentrale und das Föderalistische und das Thema Open Source habe ich angesprochen. Und wir gehen das so an, die Aufgabe ist riesig. Ja? Also das ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen zu bewältigen ist. Die ist auch nicht jetzt im Rahmen unseres Projektes Silicon Economy vollständig umsetzbar. Das ist uns vollkommen bewusst. Und deswegen sagen wir fangen eben bottom-up an mit kleinen, ganz, ganz konkreten Entwicklungsprojekten, wo wir sagen, wir schneiden einfach Dinge frei, demonstrieren zum einen das Prinzip der Silicon Economy. Wir fangen an, die Infrastruktur aufzubauen entlang von ganz, ganz konkreten Entwicklungsprojekten, die zum einen eben Demonstratoren sind, in dem Sinne, dass sie zeigen, wie sowas funktionieren kann, die auf der anderen Seite aber eben wirklich auch schon einen fachlichen Nutzen liefern. Und hoffen einfach darauf und dafür werben wir, dass wir eben über diese Anwendungsfälle eben dann im Laufe der Zeit mehr und mehr Mitstreiter auch gewinnen, die sagen, hey, das ist doch ein guter Ansatz, da machen wir mit und das supporten wir dann und kommen dann am Ende hoffentlich wirklich zu der Umsetzung der Silicon Economy. Okay, ich schaue mal gerade, ob es irgendwie schon im Chat Fragen gibt, außer ein paar Anmerkungen, dass die Technik heute nicht so ganz mitmacht. Entschuldigung auf jeden Fall dafür. Wir sehen zu, dass es beim nächsten Mal besser hinhaut. Fragen hatten wir jetzt aber, glaube ich, gerade keine. Vielleicht noch eine dann von mir und vielleicht kannst du so ein bisschen, was ist eben schon so leicht angerissen, nochmal so einen kleinen Einblick tatsächlich wirklich ins Projekt geben. Welche Arbeiten laufen da aktuell? Wo stehen wir eigentlich? Ja, also
Vielleicht eine zweigeteilte Antwort. Also zum einen haben wir im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich ein Vorprojekt gemacht. Das war unser LoadRunner-Projekt, wo wir eben den LoadRunner als Roboterschwarm im Endeffekt entwickelt haben, von Grund auf in kürzester Zeit und parallel dazu eben auch eine entsprechende Plattformlösung was wir erzielt haben, was sich der Silicon Economy jetzt so, worüber wir jetzt auch heute sprechen, sehr, sehr gut zuordnen können. Das Förderprojekt an sich, das wurde ja im September, wurde das ja offiziell gestartet, auch durch das Grußwort von Minister Scheuer. Wir haben durften ein bisschen Vorarbeit auch schon leisten, so seit Mai. Das heißt, wir sind jetzt seit ein paar Wochen tatsächlich dran, ganz konkrete Dinge auch umzusetzen. Und wir haben zurzeit 8 Entwicklungsprojekte am Laufen, die anfangen jetzt im agilen Modus eben alle etwa 3 Wochen neue Inkremente zu erzeugen. Und da haben wir jetzt die ersten Ergebnisse haben wir tatsächlich schon gesehen. Wir haben jetzt auch vor gut einer Woche ein erstes Ergebnis mit dem Blockchain-Device präsentiert, Michael Ternompel beim Innovationspreis. Und ja, also es ist sehr agil. Einige Ergebnisse haben wir schon so. Ist natürlich alles noch nicht fertig, aber wir sind da echt ganz gut auf dem Weg in, wie gesagt, 8 Entwicklungsprojekten gerade. Okay, danke, klasse. Alle, die sich für die Entwicklungsprojekte interessieren, kurze Beschreibung dazu gibt es auf jeden Fall auch schon auf silicon-economy.com. Und die Entwicklungsprojekte werden dann im nächsten Jahr auf jeden Fall auch Teil der Coffee Break sein, dass wir uns mal die Entwickler dazu holen und mal fragen, wie weit sie denn eigentlich in ihren Entwicklungen sind und was so dann auch, worauf die Unternehmen sich freuen können. Fragen haben wir immer noch keine. Dann stelle ich dir noch eine letzte. Are you a Silicon Economist? Yes, sure. Perfekt. Für alle, die es vielleicht noch werden möchten, hier die Einladung nochmal, sich auch zu unserem Newsletter anzumelden. Da werden wir natürlich auch die Termine für die nächsten Coffee Breaks veröffentlichen, ansonsten auch auf der Website. Und schon mal so als kleiner Appetizer, in 2 Wochen geht es dann hier auch schon wieder weiter, um dieselbe Uhrzeit, am 19. November um 14:30 Uhr. Und dann steigen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema Plattformökonomie ein. Und dazu ist dann der Christian Prasse da, unser Community Manager im Projekt. Und wer jetzt Interesse hat, wie gesagt, gerne auf silicon-economy.com anmelden. Michael, vielen Dank, dass du heute hier warst und ich dich etwas löchern durfte. Gerne. Und für alle anderen noch einen guten Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.